Ich glaube, meine Lieblingsgeschichte ist immer noch der Ami, der, glaube ich, so direkt beim ersten Barcraft, der war halt irgendwie auf Geschäftsreise hier oder sowas und stand ganz schüchtern an der Theke und hat halt gedacht, ja, die Deutschen sitzen hier unter sich oder sowas und hat da sein Bierchen getrunken und ich habe ihn nur angesprochen und dann stellt sich halt raus, ja, der war wegen des Barcrafts hier und dann habe ich den halt zu einem anderen Tisch begleitet, habe gesagt, komm, setz dich mal zu den Jungs und 5 Minuten später der ganze Tisch Englisch gesprochen, der hat Runden geschmissen, ja, nachher strunze voll und er hat einen super Tag und ja, das sind so Sachen, die finde ich schon sehr, sehr sympathisch am E-Sport. Also es ist extrem eine sehr offene Community. Macht mir sehr viel Spaß, aber weil ich immer wieder herkomme, merkt man das natürlich auch. Hier gibt es neben Alkohol gibt's ja auch die Leute, sind alle sehr nett, die Community trifft man hier. Und ansonsten die Atmosphäre ist halt super. Den Andi persönlich kenne ich nicht. Ich habe ihn eben kurz gesprochen, habe ihm gesagt, dass ich alles soweit ganz gut finde und er hat sich wahnsinnig gefreut. Also wir haben für alle 3 Spiele, die großen, die wir hier gemacht haben, eigene Cocktails mit speziellen Namen zu den Einheiten. Das Stimpack zum Beispiel für StarCraft, das ist ein Drink, der ist halt grün und wird aber in einer Spritze serviert. Also ich bin tatsächlich der Typ, der die Getränke macht und hier, was er auch erzählt hat, mit meinem Cocktailmixer, die haben ja zusammen, also vor allem auch Andi, an den Cocktails rumgedoktort, die richtigen Farben zu finden für die richtigen Rassen, damit das auch alles passt. Also das sollte schon perfekt sein. Also natürlich haben wir den Riesenvorteil, dass wir in Köln sind. Bei den StarCraft-Events ist es ein Riesenvorteil, weil ich halt sehr gut stehe mit der ESL inzwischen. Da sind dann die Spieler nach dem Spiel rübergekommen und haben mir noch eingetrunken mit den Fans und auch die Kommentatoren und der Host und so weiter und so fort. Ich möchte ja, das Tolle an Barcrafts ist ja, dass es in die Öffentlichkeit getragen ist, dass hier Leute vorbeilaufen, dass Leute reinkommen, die an normalen Tagen auch hier sind und sehen, was gibt es, das ist ja interessant. Ich hatte ja auch schon mit anderen Leuten hier, die davon noch nie was gehört hatten, immer wieder eine rege Diskussion darüber. Und das möchte ich ja. Ich möchte ja zeigen, dass es sowas gibt, dass es nichts Besonderes oder Freakiges ist oder nur Bekloppte sowas gucken oder so. Weil hier sitzen ja auch ganz normale Menschen. Und das ist das Tolle an den Barcrafts. Und deswegen finde ich das ein bisschen schade, wenn es dann doch wieder nur hinten in den Nebenraum geschieht. Deswegen bin ich lieber hier, schön zentral, dass alle sehen können, was wir hier machen. Da muss man sich nämlich nicht für schämen. Ja, im Grunde kann ich einfach nur alle Gamer einladen, hier vorbeizukommen. Wir haben natürlich die etwas gerichtetere Community für die StarCraft-Fans, das Barcraft, für LoL, das Bar of Legends. Aber im Grunde sind das Events, bei denen jeder Gamer vorbeikommen kann. Du findest immer jemanden, mit dem du über das neue Spiel oder das alte Spiel reden kannst. Das lohnt sich einfach für jeden vorbeizukommen. Und man findet mich einfach im Internet wenn man bei Google sucht, nach Barcraft Köln oder nach dem Bar of Legends. Und dann findet man uns auch. Und da lohnt es sich immer vorbeizukommen, auch wenn man mit dem Spiel gar nichts am Hut hat, so ist es richtig. Weil es immer was zu quatschen gibt, was Neues gibt.